Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zum Start des Sugar Princess Christmas Cookie Club 2024 zum ersten Advent, zum 1. Dezember. Da möchte ich gerne mit euch wieder eine Torte backen, und zwar eine schöne Advents- oder Weihnachtstorte. Es ist eine Torte, die aus meinem Schokobiskuit mit etwas Lebkuchengewürz verfeinert besteht und einer leichten Himbeersahnecreme, also richtig, richtig lecker und schön dekoriert. Ja, und bevor wir aber starten, möchte ich sagen, jeden Tag könnt ihr nun im Sugar Princess Christmas Cookie Club etwas gewinnen und jeden Tag gibt es ein neues Rezept. Entweder hier auf YouTube an den Sonntagen oder auf meinem Blog an allen übrigen Tagen. Bis zum 24. Dezember. Jeden Tag ein Gewinn und jeden Tag ein Rezept. Was ihr tun müsst, um teilzunehmen an dem Gewinnspiel, findet ihr bei mir auf dem Blog in den Teilnahmebedingungen. Das ist im Wesentlichen einen Kauf im Shop tätigen oder kommentieren. Für die Leute, die nichts kaufen wollen, gibt es natürlich auch eine Option. Und dann einfach die Gewinnfrage beantworten und dazu schreiben Hashtag SCCC24. Alles findet ihr nochmal genau beschrieben bei mir auf dem Blog. Dann muss ich das jetzt nicht alles hier im Video erzählen. Und heute gibt es natürlich auch was zu gewinnen, und zwar passend zur Torte. Meinen Tortenring, nur echt mit der Krone, ihr seht ihn hier. Er ist hier in Deutschland bei mir um die Ecke in Weibstadt gefertigt, besteht aus feinem Edelstahl, hat hier diesen wunderbaren Klemmhebel zum einfachen Öffnen und wieder Verschließen. Er ist äußerst langlebig und backt fantastisch, also ist es ein absolut hochklassiges Produkt. Einmal verlose ich diesen Ring heute und ihr könnt euch den natürlich auch gerne mal im Shop anschauen. Da gibt es verschiedene Größen, von klein bis mittel bis ganz hoch. Und ihr seht auch im Hintergrund sind meine neuen Produkte aufgebaut. Ich habe eine eigene Backlinie mit der Krone. Alle Produkte tragen das Zeichen von Sugar Princess und das bedeutet einfach sehr, sehr hohe Qualität. Made in Germany, und da bin ich wirklich sehr froh, auch den Standort Deutschland unterstützen zu können. Also ich wünsche euch viel, viel Glück bei dem Gewinnspiel und jetzt machen wir uns an die Torte. Wir starten gleich mit der Füllung, denn den Biskuit haben wir uns natürlich wie immer am Vortag vorgebacken. Ganz kurz zeige ich nochmal unseren Biskuit. So sollte er ungefähr aussehen. Ich habe ihn, wie gesagt, am Vortag gebacken. Den habe ich einfach nur mit 3 Teelöffeln Lebkuchengewürz verfeinert und etwas Schokolikör habe ich noch drunter gehoben. Und ja, werde ich nachher dann einfach in 3 Böden schneiden. Das machen wir nachher zusammen. Und für die Füllung weiche ich mir die Gelatine in kaltem Wasser ein. Ich habe hier 6 Blatt genommen, 6 Blatt weiße Gelatine, gerade ein bisschen unterdrücken. Ihr könnt dieses Rezept natürlich auch ohne Gelatine herstellen, dann verwendet bitte Agatine. Da gibt es also auch pflanzliche Geliermittel. Die muss man einfach 2 Minuten sprudelnd mit der Flüssigkeit aufkochen. Zum Beispiel jetzt hier mit unseren Himbeeren dann. Das gerade einweichen, 5 Minuten beiseite stellen. Und hier habe ich jetzt 500 Gramm aufgetaute Tiefkühlhimbeeren. Die werde ich mir einfach pürieren. Wer mag, kann sie auch noch durch ein Sieb streichen. Ihr könnt auch einen Teil der Beeren ganz lassen, beiseite legen, meinetwegen nur 300 Gramm pürieren. Ich werde jetzt aber die ganzen 500 Gramm nehmen und dann einfach mit der Sahne zu einer wunderschönen leichten Creme verrühren. Also gerade pürieren. Wenn unsere Gelatine schön weich geworden ist, dann können wir sie zwischen den Händen ausdrücken und gerade in ein kleines Töpfchen oder in eine Schale geben. Dieses Wasser kommt weg. Und jetzt mache ich das so, ich erwärme sie immer ganz kurz einfach in der Mikrowelle. Ihr könnt sie auch natürlich auf dem Herd kurz erwärmen, aber bitte nur erwärmen, nicht kochen, sonst wird eure Creme nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Während bei der Agatine die Agatine mit dem Fruchtpüree sprudelnd 2 Minuten kochen muss. Das findet ihr aber auch immer auf der Packungsrückseite, da ist alles immer beschrieben. Also das gerade erwärmen kurz. Wirklich nur ganz, ganz kurz. Also das waren jetzt bei mir ein paar Sekunden in der Mikrowelle. Schon fast zu heiß gewesen. Also wirklich vorsichtig sein. Und ihr seht, dann löst sich die Gelatine schön auf. Ist schön flüssig. Und jetzt ist es wichtig, dass wir sie angleichen mit der Masse, denn sonst klumpt uns die Gelatine, wenn wir sie jetzt so heiß in unsere Himbeermasse geben. Ich gebe mal die Himbeeren in eine Schüssel vorsichtig. Wunderschöne Farbe, Wahnsinn. Ich habe hier den ganz alten Thermomix, noch von Wolfgangs Mutter, also von unserer Omi, die jetzt schon im Himmel ist. Und ihr seht, ich lasse die Kerne einfach drin, aber wer sie raus haben möchte, der kann natürlich das Püree einfach durch ein Sieb drücken, gar kein Thema. Grad angleichen. Gleich noch etwas mehr. Immer so 3 bis 6
Löffel dazu rühren. Und sollte die Gelatine zu schnell anziehen, weil eure Himbeeren noch so kalt sind, dann könnt ihr sie noch mal kurz in die Mikrowelle stellen und wieder verflüssigen. Hier sind die restlichen Himbeeren, damit sie nicht so sauer sind, gebe ich noch etwas Zucker hinzu, ungefähr 100 Gramm. Gerade noch mit unterrühren. Das Himbeerpüree sollte nicht zu kalt sein, denn sonst zieht unsere Gelatine zu schnell an und wir haben gar keine Zeit mehr, die Sahne zu schlagen. Und jetzt können wir unsere angerührte Gelatine hier drunter rühren, unter ständigem Rühren. Damit da auch wirklich nichts klumpt. Ganz, ganz wichtig. Ja, möglichst schauen, dass eure Himbeeren nicht zu kalt sind. Das ist auch ganz wichtig. Gucken wir mal, dass wir hier alles mitkriegen. Gerade zum Angelieren etwas beiseite stellen oder auch kalt stellen, je nachdem wie warm eure Himbeeren jetzt waren. Dann können wir uns die Sahne steif schlagen. 400 Gramm Sahne habe ich jetzt hier und ich werde noch etwas Sahnefest dazugeben und noch etwas Vanillezucker. Meinen selbstgemachten nehme ich da gerne. 2 Esslöffel, einen habe ich hier schon drin, ein bisschen vermengen. Deswegen sind hier auch so schwarze Pünktchen. Das gebe ich dann gleich mit dazu. Und wer es ganz schön machen will, der nimmt noch etwas Vanillepaste, dann ist es noch opulenter. Wir schlagen die Sahne erst an und dann kommt unser Sahnefest dazu. 2 Beutel habe ich reingegeben. Richtig schön festschlagen, denn wir wollen ja genug Stand haben in unserer Masse nachher. Ich gebe jetzt noch etwas Vanillearoma hinzu, Vanillepaste, einen Teelöffel. Das kann ich ja mal wieder nicht lassen, dann wird es noch schön vanillig. Noch mehr als es eh schon ist. Ganz kurz noch unterheben. So, schnittfeste Sahne, so soll es sein. Und jetzt können wir die Sahne dann auch mit unserer Himbeercreme verrühren. Das ist unsere wunderschöne Himbeercreme, die jetzt nun langsam fest wird. Jetzt können wir die Sahne hier drunter heben. Einfach so nach und nach. Wahnsinn! Sehr, sehr schön. Das gibt eine schöne Tortenfüllung. Ihr könnt selbstverständlich auch noch Liköre hinzufügen oder noch süßer machen, die Creme, wenn ihr das wollt. Da könnt ihr ruhig fantasievoll mit umgehen. Das tut der Creme keinen Abbruch, wenn ihr noch etwas dazu fügt. Andere Gewürze, ein bisschen Zimt in die Creme. Zimt-Himbeercreme könnte man sich auch vorstellen. Eine wunderschöne hellrosa Farbe. Alles schön miteinander verrühren. Und vielleicht einmal kurz auch abschmecken. Und ich finde sie so wunderbar. Sie ist eher säuerlich, aber wenn ihr mehr Zucker wollt, könnt ihr das gerne machen natürlich. Ich gehe jetzt noch mal einmal mit dem Spatel hier durch, weil oft unten sich noch ein bisschen was versteckt, dass alles wirklich gut verrührt ist. Sehr, sehr schöne Creme. Ja, dann können wir unsere Torte auch schon füllen. So, ihr seht hier meine Lieblingsform. Die kriegt ihr übrigens jetzt auch bei mir im Shop, falls ihr so eine sucht. Sie ist emailliert. Man kann auf dem Boden schneiden. Das heißt, man muss dann den Kuchen nicht umsetzen, wenn man darin einen Kuchen backt, sondern kann einfach auf der emaillierten Platte servieren. Und sie hat hervorragende Backeigenschaften. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal kombiniert mit meinem neuen Backblech. Bin mal gespannt, wie es geworden ist. Wunderbar. Und ihr seht hier, das ist der emaillierte Boden der Form. Und das Backpapier abziehen. Und jetzt habe ich hier wie immer mein Schneidemesser. Auch das bekommt ihr im Shop, weil ich immer wieder gefragt werde, wo kriege ich denn das? Ja, das kriegt ihr jetzt bei mir. So, und damit kann man hier abmessen. Wie hoch ist der Boden? 5 cm. Dann kann ich mir hier alles gut einstellen, die Höhe genau einstellen und komme einfach gerade durch. Mal so ein bisschen erst eine Führrille schneiden. Und dann geht es ganz, ganz einfach ganz durch. Perfekt geschnitten. Und so machen wir das jetzt mit den anderen auch. Den gerade beiseite. Dann kann ich mir wieder gut einstellen. Stelle ich mir auf 1,5 ein. Ja, das passt. Und wieder
durchschneiden. Wie gesagt, immer erst so ein bisschen reinschneiden, dann mal drehen, weil manchmal ist der Biskuit noch etwas bockig. Und dann kann man ganz durchgehen und man hat einen perfekt geraden Boden, weil bei diesem Messer einfach nichts verrutscht beim Schneiden. Und so werden die Böden wunderbar gerade. Und der oberste Boden hat immer so ein bisschen natürlich die Backhaut, aber der ist auch ganz gerade. Wunderbar, wir können die Torte füllen. Zum ersten Mal ist jetzt mein Tortenretter zu sehen in einem meiner Videos. Da kommt jetzt der erste Boden drauf. Wunderbar. Und wir stellen uns unseren Tortenring darum und ziehen ihn gerade etwas fest. So. Da seht ihr die Krone. Ich stelle ihn fest mit dem Klemmhebel, ganz easy. Dann schiebe ich noch das so ein bisschen jetzt hier leider über die Krone, aber es muss sein, damit das hier innen drin festhält. Ja, und jetzt können wir schon unsere Creme hier einfüllen. Der Tortenring ist jetzt recht hoch, der hat 15 cm Höhe, aber es gibt auch einen von 10 cm Höhe, der ist nicht ganz so enorm. Aber hier kriegt man dann auch wirklich hohe Torten wunderbar unter. Die Hälfte der Creme auf den Boden gießen. Und hier haben wir unsere Verstreichhilfe, die jetzt auch im Shop zu bekommen ist. Damit kommt man auch toll in hohe Tortenringe hinein. Mit dieser Streichhilfe geht das ganz, ganz einfach. Man hat keine Probleme mit der Palette anzuecken die ganze Zeit. Also wunderbar. Perfekt. Jetzt kann der mittlere Boden auf unsere Creme gegeben werden. Müssen wir natürlich jetzt wieder gucken, dass wir hier gut reinkommen. Einfach hineingleiten lassen in den Tortenring. Vorsichtig etwas andrücken. Nicht zu doll, dass die Creme nicht hochkommt. Das duftet richtig gut nach Lebkuchengewürz. Hier kommt jetzt der Rest unserer Creme drauf. Und die Creme duftet wahnsinnig lecker nach Himbeeren. Richtig schön fruchtig. Und wer noch mehr Creme möchte, der kann natürlich gerne noch etwas mehr davon auch herstellen. Wir verstreichen wieder mit unserer Streichhilfe. Damit kommt man jetzt wirklich super hier oben in so hohe Tortenringe rein. Perfekt. Und diese Streichhilfe ist natürlich besonders gut geeignet für ganz hohe, schmale Torten. Wenn ihr sowas oft macht, dann kann ich die gut empfehlen. Hier ist wieder unsere Krone zu sehen, die Streichhilfe mit der Krone. Jetzt kann hier schon der oberste Boden aufgelegt werden. Wieder vorsichtig etwas andrücken, nicht zu arg. Und ihr seht, bei dieser Torte kommt ihr ganz gut auch mit einem 10er Tortenring aus. Aber falls ihr mal eine höhere Torte machen wollt, eine Hochzeitstorte, dann ist dieser hohe Tortenring von 15 cm. Ich messe nochmal aus. Jawohl, 15 cm genau richtig. Aber natürlich bekommt ihr im Shop auch den 10er Tortenring. Was wir jetzt noch machen, ist etwas Marmelade auf den obersten Boden streichen. So, die Marmelade habe ich mir gerade so ein bisschen heiß gemacht. Das ist eine ohne Stücke. So eine schöne Beerenmarmelade, Waldbeerenmarmelade. Ihr könnt natürlich selbstverständlich auch Himbeer nehmen. Das passt natürlich hervorragend zu dieser Torte. So, einfach gerade hier oben verteilen. Das waren jetzt so 150 Gramm etwa. Ach, das ist richtig schön, wenn man nicht immer überall aneckt. Richtig klasse. Wunderschöne Oberfläche. Jetzt lasse ich die Marmelade einige Stunden mindestens antrocknen. Ich hatte sie ja einmal aufgekocht. Die ist dann wirklich wie so eine Schicht, eine Schutzschicht auf dem oberen Boden und konserviert ihn schön. Und dann können wir nach dieser Wartezeit den Guss oben aufgeben und schön auch mit Sahne eindecken und festlich dekorieren. Hier habe ich ein Paket Tortenguss, und zwar roten Tortenguss, mit etwas Vanillezucker noch gemischt, und zwar einen Esslöffel. Kommt hier gerade in einen Topf. Und das Pulver und den Zucker mische ich jetzt gerade mit 150 Milliliter Wasser, 100 Milliliter Sirup. Schön klümpchenfrei vermischen und das jetzt gerade einmal aufkochen. Der Guss ist kurz aufgekocht.
Und nach einem ganz kurzen Abkühlen können wir dann unseren Guss auf der Marmelade verteilen. Wunderbar, unser Tortenguss ist fertig. Ich lasse jetzt den Tortenguss anziehen und dann sehen wir uns wieder zum Rausschneiden und Dekorieren der Torte. Während nun mein Tortenguss kühlt, draußen auf der Terrasse, werde ich mir einfach noch die Sahne steif schlagen für die Dekoration. Ich habe jetzt hier 400 Gramm, aber ihr könnt auch etwas weniger nehmen. Ihr wisst, ich nehme meistens zu viel Sahne, ehrlich gesagt. Ich habe hier noch dann entsprechend 2 Packungen Sahne fest und da kommt noch ein bisschen Vanillezucker hinzu. Ich nehme da immer gern erstmal so einen Esslöffel Vanillezucker und das kann man nachher dann immer noch weiter süßen. Die Sahne wie immer nur kurz anschlagen erst, dann hinzurieseln lassen und am Schluss gebe ich dann noch etwas Vanillepaste hinzu für den schönen, immensen, weihnachtlichen Vanillegeschmack. So, das soll erstmal reichen. Und später für die Rosetten können wir sie dann ja nochmal weiter aufschlagen. Dann können wir uns die Torte auch schon eindecken. Unser Tortenguss ist fest. Wir können die Torte vorsichtig aus dem Ring schneiden. Mit einem langen, scharfen, spitzen Messer vielleicht. Vorsichtig lösen. So, sieht gut aus. Wenn das Messer sauber rauskommt, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass alles geklappt hat. Jetzt können wir hier den Ring lösen, vorsichtig. Und da kommt unsere Torte. Wahnsinnig schön geworden. Ich finde es echt den Knaller, richtig toll. So, dann wollen wir uns die Torte mal einteilen. Ich nutze zum ersten Mal meinen neuen Torteneinteiler mit der Krone. 14 Stücke. Das sieht man hier oben an der 14, ist alles eingelasert und wir setzen ihn mittig auf. Ganz vorsichtig. Und da können wir uns auch schon die Seiten vorsichtig eindecken. Wenn ihr das wünscht, natürlich nur. Erstmal eine dünne Schicht, dass wir die Krümel so ein bisschen binden. Gerade einmal rumgehen und alles schön binden. So, die erste Schicht ist angebracht. Gucken, dass alles möglichst gleichmäßig dran ist. Und jetzt können wir noch eine zweite Schicht auftragen, wenn wir das wollen. Hier außenrum könnt ihr jetzt Spekulatiuskrümel anbringen oder Schokospäne, was auch immer eure Familie gerne mag. Ich werde noch eine zweite Schicht Sahne oben aufgeben. Ich habe ja auch ziemlich viel Sahne geschlagen. Die muss verwendet werden. Und dann sieht die Torte wunderschön rotkäppchenhaft aus oder auch weihnachtlich könnte man sagen, denn Rot und Weiß und jetzt fehlt eigentlich nur noch Grün, sind ja die Weihnachtsfarben. Also, dann trage ich mal noch eine zweite Schicht auf. Die bleibt dann auch schön weiß und krümelfrei. Das ist der Sinn der Sache. Und wenn das soweit ist, dann können wir mit der Teigkarte abziehen. Meine neue Teigkarte ist da. Sugar Princess Teigkarte. Die gibt es in klein, also in 10 cm und in sehr hoch für sehr hohe Torten. Wer immer Motivtorten fertigt, der wird das zu schätzen wissen. Ich nehme jetzt mal die kleine. So, vorsichtig abziehen. Also ihr seht, die ist hoch genug für alle möglichen Größen eigentlich. Und die ganz hohe dann für die riesigen Hochzeitstorten auch wunderbar geeignet. Die ist sehr scharf, das heißt, ihr könntet schöne, scharfe Ecken damit herrichten. Zwischendurch immer abstreichen natürlich und dann nochmal rumgehen, dass wir eine richtig schöne äußere Form der Torte haben. So, wunderbar, die Torte ist schön eingedeckt. Jetzt machen wir hier oben noch unseren Rand, machen natürlich das Skateboard noch sauber und werden hier oben die Rosetten und die Kugeln aufsetzen. So, dann können wir unsere Rosetten aufspritzen. Macht sie ruhig schön groß, denn es kommen ja große Kugeln drauf. Absolut wunderschön. Erinnert mich an meine Rotkäppchentorte. Und die letzte
Wunderbar. Ich habe noch etwas übrig. Bevor ich jetzt die goldenen Kugeln aufsetze, werde ich noch unten einen Schmuckrand rumspritzen um die Torte. Ich habe noch genug Sahne übrig. Ich hatte, wie gesagt, 400 Gramm Sahne. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Sahne auch grün einfärben für den Schmuckrand unten. Dann habt ihr die Weihnachtsfarben. Grün, weiß und rot. So, und es kommt ganz genau aus. Also mit 400 Gramm kommt ihr hin, wenn ihr wirklich opulent verzieren wollt. Und zum guten Schluss setzen wir uns jetzt noch die Kugeln auf. Diese schönen Weihnachtskugeln zur Dekoration, die sind innen drin mit Schokolade, bekommt ihr bei mir auch im Shop. Ich verlinke sie euch gerne unten. Einfach jetzt hier vorsichtig in unsere schönen Rosetten drücken. Das sieht einfach wunderschön aus. Gerade jetzt für einen Adventskaffee oder sogar für das Fest. Einfach perfekt. Und die letzte. Wunderschön geworden. Unsere leckere Lebkuchen-Himbeersahne-Weihnachtstorte. Ich werde sie jetzt gleich für euch probieren. Lasst uns anschneiden. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Und da kommt unsere Weihnachtstorte. Wahnsinnig schön geworden, finde ich. Lebkuchen und Himbeerschichten und oben auf der Guss. Ich lege sie jetzt einfach hin, denn ich glaube, zum Stehen bekomme ich sie hier nicht. So. Wunderschön sieht's aus. Lasst uns probieren. Ich freue mich jetzt doch mal wieder eine Torte gemacht zu haben. Ist ja doch mein Steckenpferd. Ich glaube, sie wird wunderbar schmecken. Ihr seht ja hier die schönen Schichten. Ich probiere sie jetzt für euch. Spitzenmäßig, schmeckt total lecker nach dem Lebkuchengewürz. Super mit den Himbeeren. Also ich mag das total gerne, die Kombination aus Lebkuchen und Himbeer. Habe ich eigentlich noch nie versucht. Schmeckt richtig lecker, richtig außergewöhnlich. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich würde einfach nichts daran ändern. Vielleicht höchstens, dass oben die Marmelade, die würde ich vielleicht einfach weglassen und den Tortenguss einfach so drauf geben. Denn sonst rutscht er vielleicht so ein bisschen. Ansonsten ist die Torte absolut empfehlenswert. Backt sie unbedingt nach. Das war meine erste Weihnachtstorte für das Jahr 24. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr werdet sie für euren Adventskaffee oder sogar für Weihnachten einmal nachbacken. Dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Vergesst bitte auch nicht, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr bei mir auf dem Blog, denn ihr könnt meinen wunderbaren Backring gewinnen. Ich wünsche euch dafür auch viel Glück und ganz viel Spaß beim Backen, viel Spaß beim Stöbern in meinem neuen Shop und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!